Guten Morgen, hallo offene Tür, hallo an alle, die hier live dazugeschaltet sind. Hey, wir freuen uns so sehr, dass ihr jetzt dabei seid, hier heute Morgen mit uns. Hey, was für eine coole Möglichkeit, dass wir so Gottesdienst, so Kirche feiern können heute Morgen, wo wir uns nicht anders versammeln können, wo es nicht anders möglich ist jetzt. So eine coole Gelegenheit. Und hey, lasst uns zusammen hier heute Morgen, lasst uns unseren Gott anbeten mit allem, was wir haben. Lasst uns ihn ehren für wer er ist. Dich loben, Herr.
Und wie wir es schon jetzt so lange gesagt haben, aber es ist die Wahrheit, du sitzt auf dem Thron. Und Herr, ich bete jetzt für jede Person, der zuschaut, der zuhört, ob in ihrem Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Ich danke, dass deine Frieden da ist, Herr. Ich danke, dass deine Freude herrscht in jeder Familie, bei jeder Person, trotz Umstände, trotz Coronavirus. Freude ist in uns. Ich bete für Heilung, Herr, dass jeder beschützt ist in Jesu Name, dass jeder geheilt ist. Und Herr, ich danke dir, wir kommen hier durch. Das ist nicht mal eine Frage. Aber Herr, wir wollen im Sieg hier durchkommen. Wir wollen dich trotz Umstände loben und dich preisen und ein Zeugnis für dich sein. Wir werden strahlen überall, wo wir gehen und deine Liebe jedem Mensch geben, Herr. Und so heute Morgen, wir preisen dich zusammen als Familie und erheben unsere Stimmen zu dir. Amen. Du hast uns frei gemacht. Du hast uns rein gemacht. Und so wir sagen Danke von ganzem Herzen. Ich sehe des Kreuzes leere Grab, höre die Ketten niederfallen, vollkommene Liebe aus Kraft, den Retter und was er tat, und mit einem Siegesschrei
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst. Wir freuen uns so sehr, dass du heute Morgen dabei bist. Und wenn du gerade im Live-Chat bist, dann schick uns ein kleines Wink-Emoji, sag, woher du gerade zugeschaltet bist. Unser Online-Team würde so gerne mit dir chatten. Und falls du es noch nicht getan hast, will ich dich ermutigen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, damit du auf dem Laufenden bleibst, nicht nur wenn wir live gehen für Gottesdienste, sondern auch wenn wir Videos hochladen, die dich ermutigen sollen und dich im Glauben stärken sollen. Unsere Connect-Gruppen treffen sich momentan online und wenn du mehr darüber erfahren möchtest oder auch sonst, wenn du Fragen hast, wenn du einsam bist, wenn du Gebet brauchst, haben wir eine Kontaktkarte, eine Online-Kontaktkarte für dich und du findest sie jetzt im Live-Chat oder aber auch in der Beschreibung von diesem Video. Tritt in Kontakt mit uns und dann, wir melden uns auf jeden Fall bei dir. Nach diesem Gottesdienst findet ein Elements Hangout statt. Das ist so cool, wo wir uns sehen können über die Kamera, über Google Hangouts. Der Link dazu ist auch im Live-Chat und in der Beschreibung. Sei dabei, wir würden dich so gerne sehen und ein bisschen Zeit mit dir verbringen. An dieser Stelle möchte ich, wie jeden Sonntag, uns ermutigen, weiterzugeben, weiterhin großzügig zu sein, weiterhin eine Kirche zu sein, die gibt. Und es gibt so viele kreative Wege, wie wir momentan die Hände und Füße Jesu sein können. Und ein Weg davon ist natürlich weiterhin zu dieser Kirche zu geben. Und ihr könnt es tun über offenetür.com/geben. Da hat es verschiedene Wege, wie ihr das tun könnt. Wie unsere Bundeskanzlerin schon gesagt hat, wird Ostern dieses Jahr ein bisschen anders sein. Und ich glaube, dass Ostern so besonders sein kann dieses Jahr, wo wir das Wunder von Ostern, die Auferstehung von Jesus auf eine ganz neue Art und Weise erfahren dürfen. Und wir haben natürlich einen besonderen Ostergottesdienst für euch vorbereitet, der nächsten Sonntag stattfindet. Aber dann haben wir auch was Besonderes für euch an Karfreitag mit Zeugnissen, mit Abendmahl. Und es wird ab 17 Uhr am Karfreitag auf diesem YouTube-Kanal verfügbar sein. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, von wo immer ihr uns gerade zuschaut und bis dann. Morgen, hallo zusammen. Guten Morgen. Will und ich, wir freuen uns so sehr, dass wir heute zusammen zu euch sprechen dürfen. Und obwohl wir so viel Zeit zusammen verbringen wegen Coronavirus, ich liebe es immer noch, neben ihm zu sitzen und das Leben gemeinsam mit ihm zu leben. Yes. Gell, man verbringt sehr viel Zeit zusammen. Ich weiß, dass wir es alle sagen, aber das Leben im Moment ist anders für jeder, gell? Es ist gerade im Moment, alles ist anders und etwas, was wir wissen, was in unserem Leben, auch für uns als Kirche, so notwendig und so wichtig ist, das ist Gebet. Und Gebet ist immer wichtig in unserem Leben. Es muss immer ein Teil von unserem Leben sein, aber ich glaube jetzt, mehr wie je zuvor brauchen wir Gebet und wir als Gemeinde, wir beten und wir beten schon, aber wir wollen noch mehr beten. Wir wollen noch mehr Zeit nehmen für Gebet während dieser Zeit. Und so Will, du hast ein paar Sachen für uns. Wir haben deutlich gespürt, gerade die letzten Tage, wir beten zwar, wir haben immer unsere Freitagsgebetszeit. Und wir beten natürlich also immer zu zweit zu Hause. Ihr betet bestimmt auch zu Hause. Aber es ist nichts vergleichbar also mit einer gemeinsamen Gebetszeit. Und so wir haben uns einklinken wollen in eigentlich 2 Gebetsinitiativen, die jetzt diese nächste Woche also starten werden. Also auf der ersten Linie, es sind 2 Gebetsinitiativen, also eine auf die nationale Ebene, also gerade hier in Deutschland.
Auch wenn du in der Schweiz bist, also kannst du dich auch hier bitte einklinken. Das ist in Zusammenarbeit mit ganz viele verschiedene christliche Werke, Evangelische Allianz Deutschland, Hillsong Germany ist dabei, das Gebetshaus in Augsburg, in Freiburg, also viele verschiedene Pfarrer und. Und wir möchten uns einklinken. Es ist eine 1,5 Stunde Zeit jetzt am kommenden Mittwoch und zu Deutschland betet gemeinsam. Und das werden wir tun. Wir werden uns hier einklinken. Ich möchte euch ermutigen, euch einzuloggen. Alle Informationen sind auf diese Homepage. Deutschland betet gemeinsam und von 17 Uhr bis 18:30 Uhr jetzt am kommenden Mittwoch, wir wollen gemeinsam mit über Tausende von Christen hier in unserem Land, für unser Land einstehen. Und dann gibt es eine globale Gebetsinitiative, gestartet durch verschiedene christliche Organisationen und Kirchen, eigentlich global, weltweit, und es heißt Unite 7,14, basiert auf 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 14. Und wir kennen, die meisten von uns kennen diesen Vers, so wenn wir uns vor Gott demütigen, er wird kommen, er wird sich mächtig zeigen in unserem Land, er wird unser Land heilen, wenn wir vor ihm kommen, im Gebet, uns demütigen vor ihm, wir wenden uns von unseren bösen Wegen, dann wird er unser Land heilen. Und das ist das, wofür wir auch beten wollen. Das ist sehr strategisch, es ist nicht magisches an dieser Uhrzeit, aber anhand von 2. Chronik 7, Vers 14, wir möchten gerne weltweit mit anderen Pastoren, Gemeinden um 7:14 Uhr morgens über Insta Live und dann auch 19:14 Uhr jeden Abend, Montag bis Freitag. Und so, ihr klingt euch ein, alle Infos sind auch auf unsere Social Media Plattforms. Und so bitte, es ist schon mal etwas, als einzelne Menschen zu beten. Und das wollen wir ermutigen. Aber es ist nichts vergleichbar, wo wir uns einigen im Gebet und du sagst Amen zu einer, der das leitet, und einer leitet es an, und wir beten gemeinsam Gottes Wort über unsere Familien, über unser Land. Okay, bitte Amen, schön. wir machen mit. Ich will heute mit einer Geschichte anfangen, und ich habe das vor ein paar Wochen bei unserer Creative Night erzählt, aber ich erzähle es nochmal. Und wo ich im Gymnasium war, bin ich auf eine Missionsreise nach Bulgarien gegangen. Und ich wurde extra gefragt, mitzugehen, um Musik zu machen, um Lobpreis zu leiten, Worship zu leiten, Specials zu machen, auf die Straßen Musik zu machen. Und so, I was like, ja, das ist, was ich mache, das ist total, ich komme mit, ich war begeistert. Und so stieg ich im Flugzeug mit meinem ganzen Team, mit meinem riesen Keyboard, das kommt immer mit mir, und wir flogen nach Bulgarien für eine ganz tolle Missionsreise. Und ungefähr 2 Tage, nach wir dort waren, habe ich meine Stimme komplett verloren. Konnte nicht singen, konnte fast nicht reden. Und nach 2 Tagen, wo ich keine Stimme mehr hatte, ich war ziemlich frustriert, ich war ziemlich down, weil deshalb bin ich nach Bulgarien gegangen. Ich bin nach Bulgarien gegangen, um die Gaben zu benutzen, die Gott mir gegeben haben, Menschen zu dienen. Und so, ich war ziemlich niedergeschlagen und ich hatte noch die ganze Missionsreise vor mir. Und so, ich habe gewusst, ich habe 2 Optionen und ich muss eine Entscheidung treffen. Und das erste Option ist, Gott ständig zu fragen, warum lässt du das zu? Und ich glaube, wir alle stellen diese Frage ziemlich oft in unserem Leben, leider, gell? Und kann einfach frustriert sein die ganze Zeit. Ich wäre keine große Hilfe für Gott, wenn ich so bin. Oder zweite Option ist, ich treffe die Entscheidung, dass ich das Leben in vollen Zügen genießen werde, unabhängig von meinen Lebensumständen. Und so, ich habe mich Gott sei Dank für die zweite Option entschieden. Und die ganze Zeit, während ich da war, ich konnte nicht singen. Meine Stimme kam erst zurück, wo ich nach Hause kam. Und es war schwierig. Aber in dem, wo ich mich entschieden habe, nein, trotz Umstände werde ich das Leben voll ausnutzen und richtig genießen und alles geben, habe ich erfahren, dass Gott will mich auch anders gebrauchen, wie nur mit Musik. Ich kann auch einen Unterschied machen, anders als nur singen und spielen. Und ich dachte schon, das ist das einzige Weg, wie ich Einfluss haben kann. Und so, es hat wirklich mein Leben komplett
verändert. Es hat wirklich mein Leben verändert. Es hat mir gezeigt, Gott will mich in allen Bereichen mächtig benutzen. Und wir hatten so eine tolle Zeit. Menschen kamen zum Glauben, wir durften die Christen dort helfen. Da war sogar eine romantische Geschichte, was dahinter steckt. Ich war es nicht. Nicht mit Will. Ich war es nicht. Aber ich habe mich entschieden, trotz Umstände, werde ich das Leben in volle Zügen genießen werden. Und Gott hat uns diese Vers gegeben. Ich glaube, viele von unseren Lieblingsverse in Jeremia 29,11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und wenn ich diese Vers wirklich glaube, egal was ich durchmache, egal wie schlimm die Situation wie schlimm die Situation ist, und ich glaube, Gott hat einen Plan für mich. Es gibt Hoffnung. Gerade jetzt in dieser Situation, wo wir wissen nicht, wie lange wird das dauern? Wie sieht unsere Zukunft aus? Wie wird es weitergehen? Gott hat einen Plan für uns. Das ist voller Hoffnung, eine gute Zukunft. Und wir können es trotz Umstände, wir können es genießen. Am vergangenen Sonntag hat einer von unseren Leitern, Alex Enz, er hat gesprochen und er brachte das Beispiel der Gefangennahme der Israeliten. Das ist ein schwieriges Wort auf Deutsch. Kaum waren die Israeliten ins Exil nach Babylon verschleppt wurden, hat Gott sie eine Nachricht geschickt durch den Prophet Jeremia und Gott wollte sein Volk einen Brief schicken, zu ermutigen und zu lehren in dieser Zeit. Und das ist, was wir im Kapitel 29 Jeremia lesen. Und es war ein Brief, der an Menschen geschickt wurde, die gefangen gehalten wurden und nicht dort leben, wo oder wie sie wollten. Bisschen so ähnlich wie bei uns. Ich glaube, die hatten es noch ein bisschen schlimmer, aber es ähnelt sich, was wir jetzt gerade durchgehen. Und die sind in Gefangenschaft und Gott hat sie nicht gleich ausgeschimpft oder zurechtgewiesen, er hat sie auch nicht gleich gerettet. Aber was er gesagt hat, hier in Jeremia 29, fängt in Vers 4 an, Jeremia schrieb, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien geführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und erntet ihre Früchte, die sind in Gefangenschaft. Heiratet und zeugt Kinder, wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Eure Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Und so, die leben in Sklaverei, in einer Situation oder in einem Umstand, wo sie nicht sein wollen. Und Gott hat sie gesagt, sie sollen das Leben in ganzer Fülle leben. Die sollen voll Freude sein. Und wenn wir harte Zeit durchgehen, es ist sehr verlockend, den Kopf zu hängen, das Handtuch zu werfen und sagen, vergiss es. Gerade in diesem Moment, ich will nicht mehr, ich werde jetzt einfach deprimiert werden, ich werde erlauben, dass ich Angst habe, ich kämpfe nicht dagegen. Aber Gott sagt, lebt, gedeiht, baut, pflanzt, vermehrt euch sogar. Wenn du Teenagers zu Hause hast, ist es schwierig. Anyways, Gott sagt, leb in ganzer Fülle in diese Zeit. Und häng deinen Kopf nicht. Schau auf ihn, weil Gott nimmt das, was schlecht ist, und macht es zu was Wundervolles. Genau. Was in aller Welt. 70 Jahre waren sie insgesamt in dieser Gefangenschaft. Und meine Lieben, das ist eine lange Zeit. Und eben diese Aussage, was du gebracht hast, also er hat sie nicht gleich gerettet. Und viele können jetzt denken, Gott sieht unsere Situation, also er ist groß genug, er kann diese ganze Coronavirus also einfach auslöschen. Und doch manchmal Gott anhand von eben böse Dinge, die in unserer Welt herrschen und. Er erlaubt gewisse Dinge, aber er weiß, was
was wir vertragen können, aber nicht nur vertragen können. Er sagt uns, und das ist quasi, so wie wir diese Themenserie abschließen heute, das ist das, was wir heute wirklich zu Herzen nehmen möchten in Bezug auf das Wort Hoffnung. Wie du gesagt hast, also ich lebe das Leben in vollen Zügen, ganz gleich wie die Umstände sind. Das ist quasi unser erster Punkt heute. Und das Zweite ist, dass in Bezug auf Hoffnung, wir dürfen Hoffnung nicht nur für den heutigen Tag haben, wir dürfen Hoffnung auch für den morgigen Tag haben, auch wenn wir nicht wissen, genau wie lange das geht. 70 Jahre? Okay, sie wussten, weil Gott es ihnen gesagt hat, es wird 70 Jahre lang dauern. Wir wissen nicht mal. Noch nie waren wir in einer solchen Situation zu unserer Lebzeit, unsere Welt. Okay, wir können sagen, also vor 100 Jahren, wir wissen von diese Influenza aus Spanien damals, also 1918, 1920, und man könnte sagen, okay, unsere Welt hat es überlebt aber wir haben noch nie überhaupt in unserer Welt, das waren damals mit 1 Milliarde Menschen und jetzt zu unserer Lebzeit annähernd 8 Milliarden Menschen mit einer solchen Pandemie und so wir können denken, okay, wie in aller Welt können wir Hoffnung für den morgigen Tag haben? Wir haben immer noch nicht ein Gegenmittel gegen dieses Virus. Und so, Gott, wie können wir eine Hoffnung für den morgigen Tag haben? Und das ist genau das, was wir heute ansprechen möchten. Wie verwandeln wir diese Hoffnung in einen aktiven Glauben, auch in dieser Zeit, aber nicht nur für heute, sondern wie kann ich eine Hoffnung für morgen haben? Und ich habe denken müssen, wir müssen uns vorstellen, wir sind quasi auf ein Boot. Chris hat es, unser Jugendpastor, am Freitag bei unserem Frühgebet diese Andacht gebracht in Bezug auf die großen Wellen. Und wir müssen uns vorstellen, wir sind alle auf ein Boot. Du bist auf dein eigenes Boot und du siehst die großen Wellen. Aber Hoffnung ist die Kraft, die uns diese Tür auf diesem Boot aufmacht. Und wir blicken weiter. Hoffnung erlaubt uns weiter zu blicken. Hoffnung begründet auf etwas. Und darauf gehe ich hier ein. Aber wir sind auf diesem Boot. Diese Wellen sind groß. Und gleichzeitig diese Gleichnis, was Hebräerbrief uns gibt, Hoffnung ist wie einen Anker, der uns in stürmigen Zeiten sicher hält, bis der Sturm vorbei ist. Und das heißt, der Sturm ist heute, es wird auch nicht morgen vorbei sein, meine Lieben. So wie die Prognose momentan aussieht, es wird ein bisschen länger dauern. Aber wir sind trotzdem fest verankert am Boden mit unserem Glauben an Jesus Christus. Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 18. Hier haben wir diesen Vers. Diese Hoffnung ist wie ein starker und vertrauenswürdiger. Das heißt, wir können uns darauf verlassen, ein vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele, unsere Emotionen, sie toben wie verrückt. Wir wissen nicht mal, ob wir Klopapier für morgen haben werden. Aber ich denke, also jetzt mittlerweile, das ist also ganz unten auf unsere Bedarfsliste sozusagen. Direkt vor diesem Vers kommt dieses Teil, davor kommt, wir wollen ja das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der Hoffnung erreichen. Das heißt, es gibt etwas vor uns. Hoffnung öffnet diese Tür. Wir blicken weiter. Wir sehen, es gibt einen morgigen Tag und diesen Tag wird besser sein. Meine Lieben, wir werden es nicht nur überleben, wir dürfen sogar gedeihen in dieser Zeit. Und so, wir brauchen viel mehr in dieser Zeit als nur Optimismus. Es wird schon gut. Wird gut. Wir brauchen viel mehr als nur Optimismus. Wenn man die Statistiken anschaut, also jetzt sind wir über 1.200.000 und das gestiegen, also seit die letzten 2 Wochen, also enorm. Über 65.000 jetzt mittlerweile gestorben und. Man könnte eben diese Dinge anschauen. Wir brauchen viel mehr als nur Optimismus. Wenn ich an eine Anker denke, ich denke nicht an eine Anker aus Styropor. Das nützt nichts, gell? Also das schwimmt nur. Also wenn wir an einen Anker denken, ein Anker ist aus Eisen gebaut. Es hat ein Gewicht. Und ich denke, manche Menschen merken erst jetzt gerade auf dem sie ihr Leben aufgebaut haben. Und ist diesen Anker wirklich aus etwas Solides? Ist mein Glauben auf Jesus Christus, eine Bundbeziehung mit ihm, ist es fest? Kann es mir halten? Und kommen wir ans Ziel?
Und so die Frage, wie schreiten wir voran mit dieser Hoffnung und trotz so vieler Veränderungen in unserer Welt, trotz so vieler Einschränkungen im Leben, dass wir sogar gedeihen und nicht nur überleben. Wir können nicht nur überleben, wir können sogar in dieser Zeit, und das ist das, was ich hier direkt anspreche, ich möchte und unser Gebet für jede einzelne von uns ist, dass wir sogar in dieser Zeit, genau wie in das Buch Jeremia, dass wir sogar gedeihen, dass wir Vision nachgehen. Also nach diesem ersten Gottesdienst, wir werden etwas unternehmen, was wir noch nie unternommen haben. Und zwar ist ein Teil von unserer Vision als Kirche schon seit Jahren. Wir werden zum ersten Mal einen englischen Gottesdienst anbieten. Direkt nach diesem Gottesdienst um 11:30 Uhr live wird ein englischer Gottesdienst ausgestrahlt. Und ich freue mich, dass wir das tun dürfen. Wir haben denken müssen, wir nutzen jetzt diese Zeit. Und wir möchten gerne eine Basis an Englisch sprechen. Gerade hier in unserem Raum in Rheinland, es gibt Tausende von Flüchtlingen und Menschen aus Nordamerika, die gerade hier über die Grenze hier in Basel bei diesen großen Chemiekonzernen arbeiten und. Es gibt Tausende von Menschen, die wir jetzt erreichen können. So, wir werden aktiv sein. Wir werden Vision nachgehen. Und so, ich möchte uns ermutigen, alle, dass wir nicht nur überleben, sondern wir haben trotzdem in dieser Zeit eine Vision für unser Leben. Was gehst du nach in diese Zeit, um Gott langfristig zu vertrauen? Wir brauchen nicht nur das wird schon, Einstellung. Wir brauchen Überzeugungen. Unsere Überzeugungen sind das, was uns in Zeiten wie diesen zusammenhalten. Ein Anker, Hoffnung, hält uns eben als Boot quasi fixiert, die Wellen sind groß und. Aber ich denke, unsere Überzeugungen ist genau das, was dieses Schiff zusammenhält. Okay, diesen Eichenbalken, diesen alten Schiffe und dann diesen Teer, was benutzt wurde, das hält diese Boot dicht und das ist meiner Meinung nach eben unsere Überzeugungen jetzt gerade in dieser Zeit. Wovon bist du überzeugt? Wovon bist du völlig überzeugt? Ich bin völlig davon überzeugt, meine Frau, sie hat mehr Schuhe als ich. Yes. Ich bin völlig davon überzeugt. Wovon bist du völlig überzeugt? Ich habe mehr Haare wie du. Du hast mehr Haare. Völlig als überzeugt. Ich. Ja. Hier ein paar Beispiele. Jetzt geht es auf die geistliche Ebene. Josua zum Beispiel. Josua im Alten Testament, Kapitel 24. Er sagte, bekannter Abschnitt, ich aber und mein Haus, abhängig von Krisenzeiten oder nicht, ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Ehemänner, Ehefrauen, Kinder, Teenagers, in dieser Zeit, ich und mein Haus, wir werden in dieser Zeit, wir werden dem Herrn dienen. Vielleicht sagst du, ich habe Prinzipien und es ist ein Prinzip, worauf ich mein Leben baue. Aber erst, wo unsere Prinzipien geprüft werden, wird beurteilt oder wird quasi gezeigt, ob diese Prinzipien nicht nur Wünsche sind oder sind sie tatsächlich Überzeugungen. Prinzipien ohne Überzeugung, nur Wünsche. Wir brauchen mehr als nur Wünsche. Wir brauchen eine Überzeugung. Es wird besser werden. Und so deswegen, ich pflanze mich in diese Zeit. Ich habe eine Hoffnung, nicht nur für heute, sondern eine Vision, eine Hoffnung auch für den morgigen Tag. Wenn du deine Vision für die Zukunft verlierst, kehrst du sogar oft, jetzt gerade in dieser Zeit, viele Menschen hocken mehr zu Hause, Homeoffice, manche arbeiten nicht mal. Wenn du deine Vision für die Zukunft verlierst, kehrst du oft zu den Dingen in deiner Vergangenheit zurück. Vielleicht sogar in dieser Zeit. Menschen kehren zurück und sie fallen wieder hinein, sie stürzen wieder hinein in alte Gewohnheiten, sogar alte Sünden. Es ist so interessant. Ich habe das von mehreren Pastoren und die Statistiken angeguckt. Jetzt gerade in dieser Zeit, seitdem diese Krisenzeit angefangen hat, der Pornokonsum in unserer Welt dermaßen gestiegen. Meine Lieben, das ist ein großartiges Beispiel dafür, dass Menschen fallen zurück in alte Gedankenmuster, in alte Muster überhaupt im Leben. Und so, wir müssen eine Hoffnung, eine Vision für den morgigen Tag beibehalten in Jesu Namen. Wie können wir das tun?
Wir müssen uns füllen mit Gottes Wort. Wir müssen das in Anspruch nehmen, was wir in Anspruch nehmen können. Meine Lieben, wir haben momentan wenig Möglichkeiten, außer online. Gott sei Dank haben wir das. Gott sei Dank, wir können zusammenhalten mit unseren Connect-Gruppen, auch in dieser Zeit. Gott sei Dank, wir können Loblieder anhören. Wir legen Gottes Loblieder in unseren Mund und wir singen seine Lieder und wir sprechen Gottes Wort aus. Wir beten zusammen als Ehepaaren, sogar mit euren Teenagers um den Tisch. Also nicht nur ein Stoßgebet, sondern lernen, was es heißt in dieser Zeit. Nimm teil in diese Gebetsinitiativen. Wir brauchen Fürbitte zu leisten für unser Land, für unsere Welt. Paulus, er hatte auch Überzeugung. Ich bringe hier nur noch eben ein paar Verse und dann runden wir es ab und dann bete ich für uns. Paulus, 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 12. Ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und ich bin gewiss, merkt euch diesen Wortlaut, ich bin gewiss, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut zu bewahren auf jeden Tag hin. Unabhängig von dieser Zeit oder dieser Zeit. Überzeugungen, welche hast du? Sind deine Überzeugungen fest oder wankst du hin und her? Bist du am Kippen? Und. Wir brauchen diesen Zusammenhalt. Kling dich ein, meine Lieben. Nimm teil an den Gebetszeiten. Paulus, er sagte auch hier in Römer, Kapitel 8, Vers 28, und das spreche ich über uns aus in diesem Augenblick. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Aber es ist nicht einfach. Gott hat uns nie versprochen, dass das Leben einfach sein würde. Es ist eine Lüge, wenn du das als Christ geglaubt hast. Er hat uns nie versprochen, es wird einfach sein. Er sagt, wer Gott liebt, dem dient alles, aber abhängig davon, ob wir ihn lieben, ob wir eine Beziehung mit ihm haben. Was geschieht zum Guten? Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Hast du das? Hast du das? Jeremia Kapitel 29, Vers 11. Ich wiederhole das, was Mel vorhin gelesen hat. Gott sagt, ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben, kein Leid. Ich gebe euch Zukunft, Hoffnung. Lasst uns weiter träumen in dieser Zeit. Lasst uns in unserem Leben bauen. Lassen wir uns in diese neue Normalität sozusagen uns einpflanzen in diese Zeit. Das ist unsere Zeit. Das haben wir letzte Woche gesagt. Jetzt ist unsere Zeit. Sucht den Frieden, wie es hier in diesem Vers heißt, zu jeder Zeit. Wo Jesus ist, gibt es Hoffnung. Und wo es Hoffnung gibt, da gibt es Leben. Wie lebst du in dieser Zeit? Es gibt einen morgigen Tag. In Johannes Kapitel 14. Ich lasse uns mit diesem Vers, Jesus hat Folgendes gesagt, was ich euch zurücklasse, sagte Jesus, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Diese Welt, die Umstände, alle ihre Verheißungen, Versprechen und. Nichts ist vergleichbar mit Gottes Versprechen. Er sagt, ich gebe euch Frieden, nicht wie diese Welt. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Nur Jesus kann diese Art Frieden geben. Und ich muss sagen, in dieser Zeit, also wir zusammen, also wir haben das oft in letzter Zeit, wir nehmen es nicht auf den leichten Schulter. Menschen sterben, das müssen wir erkennen. Oh, Verschwörungstheorien, also gedeihen auch in dieser Zeit. Meine Lieben, Menschen sterben und es gibt heftige Umstände in unserer Welt. Aber Gott ist größer und er schenkt uns diesen Frieden, was diese Welt nicht kennt. Und wenn du das nicht hast in deinem Herzen, das sind interessante Zeiten. Wir brauchen einen Anker, wir brauchen Überzeugungen. Und wenn du diese Überzeugungen, diese Hoffnung nicht hast, diesen Frieden nicht hast, ich möchte dir helfen, diesen Frieden zu bekommen. Und es ist nur anhand von einer Beziehung mit Jesus Christus, durch sein Kreuzestod. Er wurde ein für alle Mal gekreuzigt,
Er ist für uns gestorben. Er hat gelitten, damit wir Zugang zum Vater haben. Und anhand von diesem Zugang zum Vater, da herrscht eine Beziehung, wo Frieden herrscht. Und dann bauen wir unser Leben auf ein ganz, ganz neues Fundament. Wenn du diese Entscheidung für Jesus Christus treffen möchtest, wir möchten dir helfen. Wir möchten gemeinsam eben zusammen für dich beten in diesem Augenblick. Und so ich bete ein Gebet hier vor. Und ihr könnt dort zu Hause, dort im Wohnzimmer, vielleicht hörst du das später an, vielleicht bist du unterwegs zur Arbeit oder wie auch immer. Und du betest dort, wo du bist, dieses Gebet. Du sagst, lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne, dass ich gesündigt habe. Ich brauche Vergebung. Ich brauche deine Liebe, Gott. Ich brauche das, was du mir anbietest, nämlich Frieden, ein Halt. Ich will überzeugt sein, in Jesu Namen, dass du mein Vater bist, dass ich Hoffnung für den morgigen Tag haben darf. Gott, ich danke dir, auch wenn der Tod uns begegnet. Gott, wir dürfen diese Überzeugung haben. Wir dürfen die Ewigkeit mit dir verbringen, weil unsere Sündenschuld wurde getilgt durch dein vollkommenes Opfer am Kreuz. Und so Gott, ich danke dir dafür. Du kannst es beten dort zu Hause. Gott, ich danke dir dafür. Ich nehme dein Opfer in Anspruch für meine Sünde. Und ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du das Gebet gebetet hast, wir freuen uns mit dir. Wir möchten dir helfen. Wir sind eine Kirche, eine Gemeinde, eine Ortsgemeinde hier in Lörrach, Freiburger Raum. Und sobald diese Zeit vorbei ist, wir ermutigen dich, eben zu einer unserer Live-Gottesdienste zu kommen. Es ist nichts vergleichbar mit das, was wir heute anbieten. Und so komm zu einem Gottesdienst. Aber nimm Kontakt mit uns auf. Es gibt hier unten eine Kontaktkarte, was man anklicken kann. Du kannst uns signalisieren, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Wenn du mit jemandem telefonieren möchtest, du kannst deine Telefonnummer sogar angeben. Wir würden dich gerne anrufen. Wir möchten keinen Mensch belästigen oder wir möchten nur Menschen helfen. Und wir möchten dir helfen. Und so, falls du das in Anspruch nehmen möchtest, bitte du kannst hier ankreuzen oder eben hier diese Kontaktkarte ausfüllen. Und wir würden gerne auch sogar eine Bibel zu dir nach Hause per Post senden. Signalisiere das, was du von uns brauchst. Und wir würden dir gerne helfen. Ansonsten, Gemeinde, wir haben euch lieb. Wir haben euch so lieb und vermissen euch. Vermissen euch so sehr. Ich sehe immer wieder alte Bilder von, man stöbert also quasi durch den alten Bilder und man sieht ein Gesicht. Oh, meine Güte, ich frage mich, wie es der geht und wie es dieser Person geht. Wir euch. Wir haben euch wirklich vom Herzen lieb. Nicht vergessen, morgen früh 7:14 Uhr auf Instagram, Insta-Live. Wir klinken uns ein. Diese Gebetszeiten sind nur circa 15 Minuten. Wir wollen hauptsächlich beten. Da gibt es keine große Lehre oder so. Wir wollen hauptsächlich zusammen beten, zusammenhalten. National am Mittwoch um 17 Uhr. Gemeinsam beten wir zusammen in Deutschland. Wir haben euch lieb. Mach's gut. Tschüss.